Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMouths und heute will ich euch zeigen, wie ihr einen Taschengriff oder einen Taschenriemen selber nähen könnt. MakerMouth Sewing – Nähen mit der Maus. Diese braucht ihr zum Beispiel für selbstgenähte Taschen, wie zum Beispiel diese Halbmondtasche, die Laptop-Tasche Business oder die Tragetasche Hirsch. Die Anleitung dafür findet ihr auf meiner Webseite, die ich euch in der Infobox verlinke. Hier ein kleiner Überblick, welche Materialien ihr dafür benötigt. Es gibt Gurtbänder in verschiedenen Größen und Materialien. Gurtband aus Kunststoff ist meist glänzend und kann mit dem Feuerzeug verödet werden. Gurtband aus Baumwolle ist matter und franzt aus. Deshalb müssen die Kanten eingeschlagen werden. Ihr könnt euch auch Gurtband aus Stoff selber machen. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Je nachdem, was ihr machen wollt, braucht ihr noch weiteres Material. Auch dieses gibt es in verschiedenen Größen und Materialien, zum Beispiel die Ringe, Vierkantringe, Karabiner und Schieber. Schneidet eure Stoffstreifen im Fadenlauf zu, also in der Richtung, wo es sich am wenigsten dehnen lässt. Ich habe den Streifen mit dünnem Vlies verstärkt. Das empfehle ich euch bei sehr dünnen oder dehnbaren Stoffen. Es eignet sich zum Beispiel auch Buntflies. Dort sind schon die Kanten perforiert und es fällt somit sehr leicht, den Stoff umzubiegen. Bügelt zuerst die Nahtzugabe nach innen um und dann bügelt ihr den Streifen mittig zusammen und steckt ihn mit Klammern fest. Jetzt steppen wir die Kante ab. Aus optischen Gründen steppe ich die zweite Kante auch ab. Ihr könnt die Enden noch versäubern. Bei beschichteten Stoffen oder Kunstleder könnt ihr statt dem Bügeln mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. Der Trageriemen kann verstellt und entfernt werden. Dazu braucht ihr 2 D-Ringe an der Tasche, 2 Karabiner, einen Schieber und das Band. Fädelt einen Karabiner auf das Band und schlagt das Ende so weit um, dass ihr ein Quadrat drauf passt. Da der Träger aus Stoff ist, biegen wir das Ende noch um. Mit einem Geradstich nähen wir ein Quadrat mit einem Kreuz auf. Dazu beginne ich möglichst nahe am Karabiner zu nähen. So sieht das Kreuz aus. Auf der anderen Gurtbandseite fädeln wir jetzt den Schieber und den Karabiner auf.
Dann steckt er das Band so durch den Schieber. Das Ende schlagen wir wieder um und nähen es fest. Die Naht sollte möglichst nahe am Schieber genäht werden. Verriegelt die Naht, indem ihr vor- und zurücknäht. Achtet darauf, dass die Naht von Karabiner und Schieber auf der gleichen Seite liegen. Für einen verstellbaren Taschengurt ohne Karabiner benötigt ihr ein langes und ein kurzes Gurtband, einen Schieber, einen D-Ring und wenn gewünscht noch ein Schulterpolster. Steckt den D-Ring durch das kurze Band und näht ein Quadrat mit Kreuz wie vorhin beschrieben darauf. Auf das lange Band schieben wir den Schieber und fädeln es dann durch den D-Ring. Fädelt das Band dann wieder so durch und näht ihn mit einer geraden Naht fest. Zum Schluss könnt ihr noch das Schulterpolster auffädeln und den Gurt an die Tasche annähen. Für einen Taschengriff benötigen wir ein langes und zwei kurze Bänder sowie zwei D-Ringe. Wenn ihr einen voluminösen Griff haben wollt, könnt ihr eine Kordel mit einnähen. Das lange Band wird jetzt mittig gefaltet und in der Mitte zusammengenäht. Ich habe dafür 10 cm gewählt. So sieht die fertige Naht aus. Jetzt nähen wir an beiden Bandenden einen Vierkantring. Diese werden mit einem Kreuz befestigt. So sieht der Griff aus. Jetzt nähen wir diesen an die Tasche. Dazu fädeln wir das kurze Band in den Vierkantring. Die Enden sollen auf der Rückseite aufeinandertreffen. Mit einem doppelseitigen Klebeband befestigen wir es an der Tasche und nähen es ebenfalls mit einem Kreuz fest. So sieht der Träger fertig aus. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal, um keine Nähvideos mehr zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.